ich bin hier mit der lieben Maria. Liebe Maria hat eine Agentur für Facebook, Instagram, Ads. Ich weiß nicht, machst du auf TikTok? Wir machen eigentlich alle Social-Media-Plattformen und Google auch. Maria nutzt Tracify auch schon seit einigen Monaten und heute geht es einfach darum, dass wir ein bisschen Recap ziehen, was deine Meinung ist, wie du das Tool nutzt, etc. etc. Ich würde aber vorschlagen, stell dich einmal kurz bitte selber vor. Hi, ich bin die Maria, ich bin 29 Jahre alt. Unsere Agentur ist in Lissabon. Ich bin aber gebürtig eigentlich aus Deutschland, sowie 50% von unserem Team. Ich bin ins Performance Marketing gekommen, dadurch, dass ich vorher bei Facebook gearbeitet habe, und so habe ich auch einen großen Teil von unserem Team kennengelernt. Ich sage mal, 90% unserer Kunden sind aus der Schweiz, haben viele deutsche Kunden auch und hauptsächlich Sustainable Brands. Sehr cool. Wie war für dich so die Zeit kurz nach iOS 14.5, also ich sag mal so Mai, Juni 2021? Und wie dann ab Oktober bis Januar, Februar 22? Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass es am Anfang, als diese ganzen Gerüchte über das Rollout kam, dass ich das nicht so ernst genommen habe, weil dadurch, dass wir vorher bei Facebook super oft so Horror-Nachrichten, sage ich jetzt mal, hatten und am Ende des Tages war es nicht so schlimm, dachte ich so, okay, es wird jetzt nicht so einen riesen Impact haben. Aber für uns als Agentur war es schon schwer, weil wir viele Kunden zu der Zeit onboardet haben und viele natürlich nach einem Facebook-ROAS gegangen sind. Und wenn du dann quasi natürlich auch mit einer vorherigen Agentur verglichen wirst und auf einmal wirklich so, whatever you do, Facebook ROAS sieht katastrophal aus, aber overall ROAS ist eigentlich gut. Also das war schon ziemlich tricky. Oktober ging eigentlich bei uns, dadurch, dass wir halt wirklich nur noch nach overall ROAS geschaut haben. Aber an Black Friday hat man schon gemerkt, dass es super tricky war, dann die richtigen Kampagnen zu skalieren. Das heißt, ich glaube, für alle Media Buyer war es so, dass dein komplettes Campaign-Setup komplett anpassen musstest und wirklich so einfach wie möglich gestalten musstest, weil du nicht mehr so viel Flexibilität hattest im Skalieren der Adsets und der Campaigns. Wie hat sich das auf die Kundenergebnisse ausgewirkt? Wir mussten ja auch am Anfang erst lernen, was passiert hier, wie arbeiten wir damit, wie gehen wir damit um. Wir haben dann auch unsere Dashboards und unsere Reportings auch so angepasst, dass wir wirklich hauptsächlich nur noch nach Overall ROAS, so nach der Kur gegangen sind. Und wir mussten die Kunden auch wirklich educaten, weil viele haben auch Trust an Facebook verloren. Das hatten wir auch, was viele gesagt haben, vielleicht ist Facebook gar nicht unser Channel, vielleicht müssen wir jetzt zu TikTok oder whatever. Also es war schon eine schwere Zeit. Und ich meine, es ist immer noch so, ne? Also man merkt, wenn man sich wirklich viel Zeit nimmt, die Kampagnen richtig anzuschauen und Adsets anzuschauen, wenn man eine kleinere Brand hat und dann auch vergleicht mit Produkten, die wirklich dann in Shopify gekauft werden, dann siehst du, wie random Facebook einfach Conversions den Kampagnen zuordnet. Also gerade wenn man mit Discount-Codes arbeitet, siehst du das auch super oft, dass es einfach keinen Sinn macht, wie es momentan ist. Wann war für dich dann der Moment so, hey, hier müssen wir irgendwie uns jetzt mal um eine richtige Tracking-Lösung umschauen? Wir haben ziemlich früh schon von Tracify gehört und dann war es halt wirklich eher so, dass wir eher den Kunden davon erstmal überzeugen mussten, mit den Tools zu arbeiten. Wir haben natürlich erstmal mit Offline-Conversions gearbeitet, ne? Haben, glaube ich, die meisten gemacht. Aber wenn man da mit einer API arbeitet, hat man auch ziemlich hohe Kosten und am Ende des Tages dauert es auch ziemlich lang, bis du dann die richtigen Resultate siehst. Wie hast du von Tracify erfahren und was waren auch so deine ersten Gedanken? Irgendjemand auf LinkedIn hat mir von Tracify erzählt. Honestly, ganz ehrlich, habe ich es auch erst am Anfang nicht ganz so geglaubt und war auch nicht ganz so davon überzeugt. Wir wussten auch jetzt nicht sogar, mit welchem Kunden wir das testen sollen. Und dann hat Nikin damals auch von sich aus dann auch gesagt, hey, wir würden das Tool gerne testen. Und ich meinte, okay, ich muss unbedingt mit in diesen Call, weil ich will verstehen, wie die das machen und wie das funktioniert. Weil wenn Facebook das nicht kann, wie sollen die das dann? Und was war dann dein erster Eindruck und die ersten Ergebnisse? Ich fand den Call mega. Ich glaube, wir waren damals zu dritt im Call. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr wirklich so intensiv das ganze Tracking erklärt. Seitdem nutzen wir es und es ist natürlich mega gut, sonst würden wir es nicht weiterhin unseren Kunden empfehlen. Also es macht schon einen riesen Unterschied. Hast du da irgendwelche Case Studies oder so? Also bei was macht es einen Unterschied? Ich glaube, den größten Scale hatten wir bei BeatDrop und ich glaube, da hat der Florian auch sogar eine Case Study letztens auf LinkedIn gepostet. Da hatten wir nämlich echt einen richtig, richtig schlechten ROAS laut Facebook und das Budget dementsprechend auch immer sehr niedrig gehalten.
Und seit wir Tracify haben, sehen wir auch, und das war Wahnsinn, weil es war wirklich komplett gegensätzlich, welche Produkte, welche Zielgruppen laut Facebook gut waren und laut Tracify Katastrophe und umgekehrt. Und seitdem konnten wir echt richtig nachhaltig skalieren. Also wir haben das Budget echt mehr als verdoppelt innerhalb von einem Monat und mittlerweile sind wir echt locker verdreifacht. In unseren Excel-Reporting siehst du richtig, wie wir von Monat zu Monat richtig an Revenue wachsen und mit einem schönen ROAS. Was bedeutet auch jetzt die Arbeit mit Tracify für dich als Agentur? Uns macht es natürlich die Arbeit einfacher, weil es macht natürlich viel mehr Spaß, mit glücklichen Kunden zu arbeiten und du bindest die Kunden natürlich auch länger. Wenn die Kunden wachsen, ist es natürlich auch für uns vom Vorteil. Und die Kunden haben halt auch zum Glück mal wieder Vertrauen in die Plattform und sehen, dass Resultate kommen. Und für uns ist es halt gut, dass ihr mittlerweile auch diese ganzen Cross-Channel-Updates habt, weil wir ja mit allen Plattformen arbeiten. Und wir natürlich auch selbst immer Budgets zwischen den Plattformen shiften. Da hilft es uns natürlich auch. Was waren so deine größten Einwände bezüglich Tracify? Ja klar, also ganz am Anfang hatte ich schon Zweifel, weil ich mir gedacht habe, okay, warum macht das Facebook nicht einfach selbst? Warum sollte ein deutsches Start-up was hinbekommen, was Facebook nicht hinbekommen kann? Wenn eine Facebook-Ad schlecht war, aber laut Tracify gut war, war es super. Aber wenn eine Facebook-Ad laut Facebook gut war und laut Tracify schlecht war, fand ich es immer so ein bisschen schwierig, weil man so froh ist, wenn laut Facebook eine Ad überhaupt mal einen guten ROAS hat. Und das war so ein bisschen der Struggle. Aber da habe ich auch echt viele Calls mit eurem Team gehabt, die mich dann da geguidet haben und gesagt haben, hey Maria, entweder du schaust auf Tracify-Zahlen oder du schaust auf Facebook-Zahlen und Facebook-Zahlen sind Shit. Wie arbeitest du tagtäglich mit Tracify? Also wir haben ja klar unsere eigenen automatischen Sheets, wo wir unsere wöchentlichen und täglichen Resultate von den Kunden haben. Und da habe ich mittlerweile auch eine Spalte drin, wo ich und meine Teammitglieder, wo wir manuell die Tracify-Daten eintragen, damit die Kunden auch dann darauf Zugriff haben und sehen, wie die Daten funktionieren. Aber ja, tagtäglich schauen wir natürlich in die Ad-Accounts und bei dem Optimieren schauen wir uns die Tracify-Daten eigentlich hauptsächlich an. Gar nicht mehr Facebook-Daten. Wie hast du die Multichannel-Funktion dann genutzt von Tracify? Also bisher haben wir mit dem Dashboard gearbeitet. Wir haben auch beim Setup die UTM-Parameter in alle Google- und TikTok-Kampagnen direkt integriert. Und genau, momentan schauen wir über das Dashboard. Für wen würdest du Tracify empfehlen? Eigentlich für alle E-Com-Kunden, die ein gewisses Ad-Spend haben. Ich glaube, wenn man noch sehr klein ist, wenn man wirklich nur 2 oder 3 Kampagnen hat, ich glaube, da macht es noch nicht so viel Sinn. Aber an sich eigentlich für jede E-Com-Brand. Was war für dich so der krasseste Aha-Moment, wo du gesehen hast, oh, Tracify macht ja einen Riesenunterschied? Auch da bei einem Vergleich, wo wir mit Discount-Codes gearbeitet haben. So haben wir nämlich immer geschaut, ob Facebook wirklich funktioniert. Und dann haben wir dasselbe auch mit Tracify gemacht. Ja, und haben wir gesehen, dass es wirklich funktioniert. Was auch ein Riesen-Aha war, als wir dann natürlich schon den Trust hatten an Tracify, als wir gesehen haben, dass wirklich teilweise Traffic-Kampagnen irgendwie ein ROAS von 5 hatten im Vergleich zu einer Conversion-Kampagne. Sehr spannend. Dann danke ich dir vielmals und Danke. wir bleiben ja so oder so in Kontakt.